Wir reisen, um diese wunderbare Welt und fremde Kulturen kennenzulernen. Das, was wir diesmal entdecken, ist wirklich skurril. Hier ist es Tradition, dass Frauen miteinander kämpfen, manchmal sogar bis aufs Blut. Und ich kann euch eins sagen, Aymara-Frauen haben Kraft. Wir sind sehr aufgeregt. Es geht nach La Paz. Kaum zu glauben, dass wir jetzt kurz vor dieser einzigartigen Stadt sind. Jahrelang haben wir unsere Südamerika-Reise geplant und jetzt sind wir mittendrin. Auf geht's in die höchste Metropole der Welt. Damit ihr wisst, wo wir sind, ist natürlich auch sinnvoll, das auf der Karte mal wieder zu zeigen. Wir sind ja beim letzten Mal nur bis Porongo gekommen, da wo Wilma gestorben ist. Und von dort aus sind wir dann nach Sucre, was ihr im letzten Video gesehen habt. Und dann sind wir eben von Sucre aus nach Potosí, wo wir die Mine angeguckt haben. Und von dort aus fahren wir jetzt die Route 1 eben nach Oruro und dann nach La Paz. Morgen. So, wir sind in Oruro, nachdem wir echt eine richtig coole Nacht, toller Ort, völlig abgeschieden. Da ist nachts keiner gekommen, das war fast wie auf dem Salzsee und auch total glatt. Echt schön. Und jetzt sind wir noch ein Stück gefahren, jetzt sind wir in Oruro und wir werden heute noch bis La Paz fahren. Also haben wir zumindest vor. Das ist noch 4 Stunden. Also wenn die Straße wieder in Ordnung wird, sind es nur 4 Stunden, wenn nicht, dann sind es 8. Ja, auf jeden Fall halten wir uns hier in Oruro nicht lange auf. Vielleicht noch mal was einkaufen, vielleicht noch tanken, also falls irgendwie keine Schlange da ist, aber es ist eher aussichtslos, weil wir am Sonntag und dementsprechend gurken wir durch bis La Paz. Es ist ja Sonntag, dementsprechend ist ja nichts offen. Alessandra kauft Wasser und ich mache jetzt unseren ersten Reservetank rein. Wir haben es noch, naja, vielleicht für 20 Liter im Tank. Das kommt der erste Reservetank rein. Und wir haben noch circa 200 Kilometer vor uns. Wenn ich richtig sparsam fahre, könnte das sein, dass wir hinkommen. Wenn nicht, müssen wir einen zweiten nutzen. Aber wir wollen den natürlich so lange wie möglich halten, weil die füllen wir ja den Tank hier nicht richtig auf. Also, und in La Paz müssen wir dann wieder tanken, weil sonst kommen wir aus La Paz nicht mehr weg. Und von dort aus kommen wir dann zum Titicaca-See, wenn wir abhauen möchten. Oder wir fahren eben nochmal nach Runabaque in den Urwald, das wollen wir sehen. Also, Diesel rein und weiter geht's. Ja. Porque la cola está ahí. Siempre, siempre cola.
Bevor wir nach Bolivien kamen, haben uns alle vor den korrupten Polizisten hier gewarnt. Aber obwohl wir vor jeder und nach jeder Stadt kontrolliert wurden, hatten wir nie Probleme. Die Polizei war immer freundlich und sogar hilfsbereit. Hola, buenas tardes. Italia. Sí, ella. Yo alemán. Gracias. Chao, buen día. Ciao, hasta luego. Este abajo. Na gut. La Paz ist in ein Tal gebaut und die Straßen sind oftmals so steil, dass wir niemals umkehren könnten. Man muss deshalb höllisch aufpassen, wo man reinfährt, sonst kommt man hier nie wieder raus. Es ist in La Paz sehr wichtig, wo man seinen Schlafplatz hat. Denn die Distanzen sind enorm und in der Stadt gibt es einen Höhenunterschied von fast 1000 Metern. Unser Ziel liegt auf der anderen Seite der Stadt. Das heißt, wir müssen einmal runter und dann wieder rauf. Wenn man mit einem Volkswagen-Bus T3 in Südamerika reist, dann ist es völlig normal, dass die Leute Fotos machen wollen. Dieses Auto kennt hier fast niemand. Wir sind also ein Exot. In dem roten Auto vor uns winkt uns eine Frau. Sie will bestimmt wieder ein Bild für uns machen, aber sie wollen etwas anderes. Hallo, ich bin auch ein Busfahrer und ich verfolge euch. Das bist du auf unserem Kanal? Ja! Echt? Ja. Hallo! Ja. Ich bin der Björn. Du bist der Björn, ja. Kannst du sagen. Ja. Oh, mach mal ganz runter. Wo bleibt ihr? Wir fahren jetzt hier noch 1,7 Kilometer hier rechts hoch. Wohin? Auf den Teufelszahn? Nee, da ist ein Franzose, der so einen kleinen Campingplatz hat. Ah, ja, okay. Genau, da fahren wir hin. Aber es ist fantastisch, was ihr so findet. Schön, das freut Ja. uns sehr zu hören. Ja, Das ist da ist wichtig. Chile, die euch verfolgen. Ja, Und ich habe 2 solche Busse. Ach echt? Und Ja. hier in Bolivien? Hier, ja. Und wie kriegst du das ersatzteilmäßig hin? Gar nicht. Nee, muss man selber bringen. Ja, die musst du Ja. Ciao, euch. Ja, alles Gute. Encantada. Gracias. Ja. Ciao, ciao. Ja. Ist ja lustig. Ja, ja. Ciao, ciao. Suerte. Saludos Ja. a la mujer. Chao, chao. Boah, was sagt der Pagaste? Pagaste? Geschafft. Wir sind in La Paz. Das war so krass. Ey, die haben uns ja schon vorher vorgewarnt, dass La Paz bedeutet, dass es ständig auf und ab geht und dass es richtig krasse Steigungen gibt. Da ist die Stadt, die geht von unten von 3000 Metern, vor 3600 Metern circa, also 3,6 ist glaube ich der tiefste Punkt, bis oben El Alto auf über 4. In der Stadt selber sind 800 Meter Höhenunterschied. Das ist so dermaßen krass. Und die letzte Kurve, die wir hier gefahren sind, wir sind ja auf über 4000, dann ist der Diesel noch scheiße. Ich drücke im ersten Gang drauf bei 1500 Umdrehungen und er so, Kupplung getreten, wieder Gas gegeben, dass er wieder hochkommt und nochmal drauf, ja. Unglaublich. Ja, auf jeden Fall eine Metropole, unglaublich. Die höchste Millionenstadt der Welt. Also das ist wirklich unglaublich. Und hier ist ein Klima, also jetzt, die Sonne scheint zwar, auf der einen Seite bin ich total heiß und auf der anderen Seite bin ich total kalt. Ihr seht ja, ich habe die Jacke an, weil es einfach so hoch ist. So, jetzt kommt mal mit. Ich zeige euch erstmal den Campingplatz, weil der ist richtig cool. Hey Mali! Mali wartet schon hinter der Tür. Hey Mali, meine Mausi. Schön, ne? Sind wir angekommen, zum Glück. Ja. Und jetzt, das ist nämlich richtig cool hier. Falls ihr mal nach La Paz kommt, können wir den Campingplatz echt nur empfehlen. Also das macht ein Franzose hier mit seiner Frau. Es ist richtig ordentlich, es ist richtig schön, es ist zwar klein, bietet allerdings auch ein bisschen Schatten. Also wir haben da eine Ecke, in der wir echt durchgehend Schatten haben. Und was so cool ist, das ist, wie soll ich sagen, der hat einen Gemeinschaftsraum hier.
Und in dem Gemeinschaftsraum gibt es eine richtig schöne Küche mit allem drum und dran. Und es gibt auch einen richtig geilen Ofen. Das ist in La Paz echt nötig, weil es in der Nacht hier -3 Grad wird und tagsüber eben ja um die 13 Lufttemperatur. Das ist also echt im Schatten sehr, sehr kalt. Und man muss halt dazu sagen, dass man geht hier im Winter hin. Wenn man im Sommer hierher gehen würde nach La Paz, dann hätte man nur Wolken. Und das will man ja nicht. Dementsprechend geht man im Winter hin, dann hat man einen blauen Himmel. Wenn ihr also mal in La Paz seid, wir machen den Campingplatz unten in die Beschreibung mit rein vom Video, dann geht hierher, weil bis zum Sessellift ist es hier nicht weit. Und da hat man echt einen tollen Ort, wo das Auto sicher steht und wo man in der Nacht seine Ruhe hat. So sieht das aus. So ihr Lieben, wir sind im Auto in La Paz, im Taxi und fahren jetzt zur U-Bahn sozusagen. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier die U-Bahn ist, das zeigen wir euch gleich. Weil es gibt hier natürlich keine U-Bahn, wir sind auf über 4000 Meter Höhe. Die ganze Stadt ist total in die Berge gebaut, das heißt, hier funktioniert das anders und das zeigen wir euch jetzt. So, und jetzt sind wir auch schon da und hier ist die die erste Station sozusagen, von der es dann abgeht. Und dann geht es nicht etwa runter, sondern dann geht es da hoch. Denn die U-Bahn hier ist keine U-Bahn, das ist hier ein Sessellift. Die haben Schweizer irgendwann mal gebaut und seitdem kann man die Stadt wirklich vernünftig erkunden, weil durch diese Stadt zu fahren mit dem Auto ist schier unglaublich, weil halt eben einfach so viel Verkehr ist, die Straßen sind eng, du kommst da nicht durch. Und mit diesem System bist du einfach wahnsinnig schnell, wie eine U-Bahn. A ver cómo funciona la carta. Genau, a ver cómo funciona. Jetzt müssen wir uns erstmal hier Karten kaufen. Tarde, señor. ¿Cómo funciona para tomar el teléfono? So, wir haben jetzt eine Karte gekauft, die zählt für uns beide. Ist auch total günstig, mit dem Teleferico zu fahren. Jetzt kommt hier die Gondel und da steigen wir jetzt ein. Eieiei. Die Seilbahn gibt es erst seit 2014. Die Häuser darunter gab es schon lange vorher. Es ist für uns unvorstellbar, wie sie das hier gebaut haben. Außerdem kann man jetzt von oben in alle Häuser reinschauen. Es gibt keine Privatsphäre mehr und das betrifft Arm und Reich genauso. Von oben sind alle zu sehen. Wir haben gehört, dass viele Häuser deshalb an Wert verloren haben. Ja, und es gibt ganz normale Umsteigebahnhöfe. Hier sind jetzt 3 Linien, die sich treffen. Und hier müssen wir jetzt das nächste Ticket ziehen, glaube ich. Ist das hier? Das Salida. No, podemos salir. Está abierto. Ah, da. So, wir haben jetzt von der grünen in die blaue Linie gewechselt und jetzt geht es da steil den Berg hoch. Und diesen Teleferico, ich habe da mal eine Doku drüber gelesen, das hat eine Schweizer Firma gebaut, also es ist hier Schweizer Bauwerk, die kennen sich damit aus. Und das ist also wirklich total innovativ und es funktioniert richtig, richtig gut. Es ist halt flüssig, es kommt ja kein Zug, auf den man warten muss. Hier sind keine Schlangen, alle sind total gesittet, gehen da geordnet rein. Y a la carte hay directamente la mapa con todas las conexiones y las líneas, que no son muchas, pero siempre puedes mirarlo. Ich weiß, die Sonne scheint echt doll, aber guckt mal hier, rechts ist die blaue Station und links davon, da ist eine Verbindungsbrücke und links davon ist dann die weiße Station. So, meine Lieben, wir sind angekommen. Wir sind auf dem größten, nein, das stimmt gar nicht, auf dem zweitgrößten Markt Amerikas. Der größte, der ist in Mexiko. Und das hier ist der absolute Tumult. Das ist richtig krass. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und wir werden jetzt von hier, wir brauchen ein paar Sachen, wir brauchen ein paar T-Shirts, wir wollen einfach mal gucken. Das ist hier sehr günstig zu kaufen. Aber das zu finden, das ist das Krasse. Das Ding erstreckt sich über 10 mal 10 Blöcke. Das ist unglaublich krass. Wir sind gerade eben darüber geflogen mit dem Teleferico und ihr könnt euch das einfach nicht vorstellen. So, wir stürzen uns da jetzt rein. Ihr kommt einfach mit. Also seid gespannt, meine Lieben. Auf geht's. Vamos.
mehr Kummer. Natürlich. Wie immer. Das ist die erste Dinge. Lecker. Auf diesem Markt brauchst du sehr viel Zeit. Und du musst wissen, wo du suchen musst. Es gibt einfach alles hier. Viel Kleidung und kleine Fressstände mittendrin. Hier kann man ganze Motoren kaufen. Hier kann man sogar USB-Sticks mit Musik drauf kaufen. Der Händler stellt dir dann eine Playlist zusammen. Auch gibt es Telefonservice, um seine Angehörigen anzurufen. Und ganz wichtig, der Schlauch, um Diesel abzuzapfen. Die Südamerikaner sind verrückt nach Wrestling, aber dazu später mehr. So, wir sind jetzt schon eine ganze Weile auf dem Markt unterwegs, aber das, was wir wirklich suchen, haben wir noch nicht gefunden. Und wir haben jetzt schon gegessen, wir haben alles, aber es gibt auch alle möglichen Sachen und alles, es gibt alles, wirklich, ich habe es ja gesehen, aber die T-Shirts, die ich suche, gibt es noch nicht. So, und jetzt geht es weiter in die Richtung und wenn wir jetzt nichts finden, gehen wir danach zu etwas völlig Verrücktem. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was danach kommt. Das wird richtig geil, könnt ihr gespannt sein, auf geht's. Sowas gibt's nur hier, echt. Total geil, Kaffeeschalen. Sowas gibt's auch nur hier. Die Lautstärke hier auf dem Markt ist unbeschreiblich. Aus allen Ecken sind Lautsprecher zu hören, die irgendwelche Produkte anpreisen. So, wir sind jetzt im Taxi, weil wir sind natürlich wir haben wieder mal Google geglaubt. Man darf Google nicht glauben. Jetzt hat das Ding uns zu einer Eventhalle geführt, wo das sein soll, wo wir hinwollen. Ist aber nicht mehr da, sondern ist jetzt woanders. Jetzt haben wir das erste Taxi genommen, was wir bekommen haben. Ohne Auspuff, ohne Gurte, ohne alles. Und fahren jetzt, weil es viel zu weit ist zum Laufen, sind 4 Kilometer, sonst schaffen wir das nie rechtzeitig. Und fahren jetzt mit dem Taxi hier durch die Innenstadt von La Paz, von El Alto, der höchsten Stadt der Welt sozusagen, dem absoluten Moloch, Richtung dem Ort, den ihr sehen müsst. Und das wird jetzt richtig irre. Ich hoffe, wir kommen da noch rechtzeitig an. Den Taxifahrern hier muss man mit Google Maps erklären, wohin sie fahren müssen. Sonst kennen sie den Weg oft nicht. Buen día. So, wir haben es geschafft. Wir sind auch noch rechtzeitig. Wir sind da. So, Baby, mal gucken, wie das ist, wa? Ja. Jetzt mal gespannt. Jetzt machen wir hier voll den Touri-Kram. Aber es soll sehr, sehr lustig sein. So, wir sind jetzt da. Und ihr seht ja schon, es ist so super, super trashig eigentlich. Also der Mega-Trash, ja, super Touristik. Und wisst ihr, was hier passiert? Sagen wir es jetzt? No, solo presenta. Also wir zeigen euch jetzt mal, wie das hier aussieht. Und ihr könnt ja mal selber denken, was jetzt hier gleich passiert. Lucha! 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 Das Ringen der Cholitas ist viel mehr als Unterhaltung. Es ist kraftvoller Ausdruck ihrer indigenen Identität und weiblichen Selbstbestimmung. Die Cholitas beanspruchen ihr kulturelles Erbe zurück und definieren es neu. Sie stellen traditionelle Geschlechterrollen in Frage und demonstrieren ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit. Der Begriff Cholita wurde historisch verwendet, um indigene Frauen herabzuwürdigen. Doch diese Form des Ringens macht es zu einem Symbol des Stolzes und der Selbstbestimmung.
So, ihr habt richtig gesehen, wir sind beim Indianer-Catchen. Aymara Indigena. Genau, Aymara indigenes Catchen. Und hier kämpfen die Frauen, ne? In Tracht, wohl bemerkt. Und die haben richtig Power. Jetzt kommt die nächste hier. Carino. Am Abend geht es über das lichte Meer nach Hause. Ein romantisches Ende eines lustigen Abends. Wow. Die Aymara sind natürlich nicht nur bekannt für ihre Kampfkünste. Hier in Bolivien gibt es sehr viel traditionelles Handwerk und Textilien. Es gibt ganze Straßen, in denen es Schönes und Skurriles gleichzeitig zu entdecken gibt. Chancho seco. Y ahí está la alpaca. Llama plata. Para traer la plata, baby. Esto lo bebes y vienes dinero a ti. Señora, ¿tengo que beberlo para ser rico o cómo funciona? Ah, y no beberlo. Ah, okay. Ah. So, wir sind jetzt auf dem absolut berühmten Hexenmarkt in La Paz. Hier gibt es lauter Sachen für Abergläubige. Also wir haben uns jetzt auch was gekauft, was unser Auto schützt und uns schützt. Und hier, ihr könnt es hinter mir sehen, da sind lauter Embryonen von Lamas und Schweinen. Und die hängen hier einfach zum Trocknen rum. Also das sind wirklich echte Tiere, die da oben rumhängen. Ne? Also echte Babys oder Kadaver oder wie auch immer. Und die hängt man sich in sein Haus, um dann eben Glück fürs Jahr zu haben oder vor schlechten Geistern geschützt zu sein. Wir glauben da natürlich dran und werden uns jetzt auch gleich ein totes Lama kaufen. Nee, natürlich nicht. Total cool. Wir sind ja hier auf dem kleinen Campingplatz bei La Paz. Und normalerweise müssten wir uns jetzt in diese mega lange Dieselschlange anstellen. Und die sind richtig krass derzeit. Also da kannst du wirklich 2 Tage einrechnen. Und jetzt haben wir durch Kontakte erledigt, dass jetzt gleich ein LKW-Fahrer kommt und wir bei dem aus dem Tank raussaugen und wir 70 Liter tanken. Zahlen dafür aber auch einen hohen Preis, also 10 Bol kannst du sagen, also 10 Bolivianos für einen Liter. Das sind so 75 Cent, also für uns ist das wenig, aber für hier ist es sehr viel, weil der Liter hier kostet an der Tankstelle nur 3 Boliviano, 3,75 und ich zahle 10, also das Dreifache. Aber gut, dafür müssen wir uns nicht hinstellen, kriegen 70 Liter, machen das Auto voll und sind danach wieder unabhängig.
Alessandra macht mal wieder ein leckeres Ragout hier. Guck mal, da kommt eine richtige Bolognese. So muss das sein. Ganz klein geschnitten. Mohrrüben, Zwiebeln und Sellerie. Und dann gibt es heute richtig leckere Bolognese. Da freue ich mich drauf. Oh. Ja, dann dauert der Tankprozess zwar ein bisschen länger, aber immer noch viel kürzer, als wenn wir uns in der Schlange anstellen würden. Und jetzt werden wir einfach dreimal den Tank da füllen. Dann haben wir 60 Liter, noch einen halben, dann haben wir 70 Liter. Und dann sind wir wieder voll. Ja, und ehe ihr was sagt, wir wissen, dass es illegal ist in Bolivien und wir haben mit dem Fahrer extra abgesprochen, dass er nicht zu sehen ist. Und wir geben natürlich auch nicht bekannt, wer unsere Kontaktperson ist und wir haben das Land mittlerweile verlassen. Sonst würden wir das Video so nicht hochstellen. Wir haben endlich wieder alle Tanks voll und können weiterfahren. Um La Paz zu verlassen, müssen wir aber zuerst wieder durch die ganze Stadt. Wir wollen zur legendären Straße des Todes. All das kommt in der nächsten Woche. Danke für eure liebe Unterstützung, das hilft uns sehr. Bis zum nächsten Mal.